jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Es war wohl fast eine Art Himmelfahrtskommando, mit dem israelische Spezialkräfte 4 Geiseln aus Gaza befreit haben. Ein Armeesprecher nannte es eine hochriskante und komplexe Mission. Die 4 Israelis waren am 7. Oktober beim Massaker auf dem Nova Music Festival verschleppt worden. Auf den grausigen Videos, die damals um die Welt gingen, sah man auch, wie eine um Hilfe schreiende junge Frau auf einem Motorrad entführt wurde. Die 26-Jährige ist nun frei, nach 8 Monaten Gefangenschaft. Während ein Ende des Krieges in Gaza nicht absehbar ist, Luc Walpott berichtet. Erleichterung und Freude bei den 4 israelischen Geiseln, wiedervereint mit ihren Familien. Das glückliche Ende von 8 Monaten Geiselalbtraum. Die 3 Männer und die 26-jährige Noa Argamani waren am Morgen von Spezialkräften aus den Händen der Hamas im Gazastreifen befreit worden, alle körperlich unversehrt. Das Hamas-Video der brutalen Entführung von Noa Argamani beim Musikfestival am 7. Oktober letzten Jahres ging um die Welt. Auch ihren Partner nahmen die Terroristen gefangen, er ist immer noch in der Hand der Hamas. In Israel wurde heute gefeiert, auch wenn die Armee einräumt, dass es eine sehr komplizierte und wohl auch sehr blutige Operation war. Mehrere 100 Spezialkräfte befreiten die Geiseln aus 2 Gebäuden in Nuseirat. Helikopter brachten sie nach Tel Aviv. Unter schweren Gefechten, ein Offizier wurde getötet, man wisse von 100 palästinensischen Opfern, so ein Sprecher. Wir waren heftigem Beschuss ausgesetzt. Die Terroristen haben auf offener Straße mit Raketenwerfern auf uns geschossen. Sie haben sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt, um von dort auf uns zu feuern. Wir mussten verstärkt aus der Luft und von der Straße angreifen. Bilder aus Nuseirat zeigen massive Luftschläge und Panik in der Bevölkerung. Der Ort im Zentrum des Gazastreifens ist seit Tagen schwer umkämpft. Nach israelischen Angaben wurden die Geiseln bei Familien in Wohnhäusern festgehalten unter Aufsicht bewaffneter Terroristen. Hamas spricht von mehr als 200 Toten, darunter Frauen und Kinder und 400 Verletzten. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Die Lage in den Krankenhäusern sei entsetzlich, so die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Für ihn ist es ein Erfolg. Regierungschef Netanyahu besuchte die Befreiten im Krankenhaus und versprach auch die restlichen mehr als 100 Geiseln zurückzuholen. Mit Verhandlungen, wenn möglich, mit Gewalt, wenn nötig. Wir sind weiter der Freilassung aller Geiseln verpflichtet. Wir erwarten, dass Hamas sie auch freilässt. Geschieht das nicht, werden wir alles tun, um sie nach Hause zu holen. Das fordern auch die Familien der Geiseln, die sich am Abend am Platz der Entführten in Tel Aviv versammelten. In ihre Freude mischt sich aber große Skepsis. Ich habe ein schlechtes Gefühl, diese Operation wird eine Verhandlungslösung gefährden. Tausende Netanyahu-Kritiker forderten aber erneut ein Verhandlungsabkommen zur Freilassung aller Geiseln und sofortige Neuwahlen. Einige europäische Länder haben ja bereits gewählt, der größte Teil aber wählt morgen, so wie ja auch Deutschland. Die Sorge darüber, dass rechtsradikale Parteien europaweit enorme Zugewinne einfahren könnten, trieb heute Zehntausende auf die Straße. In mehreren deutschen Städten, darunter Berlin, Stuttgart oder Dresden, gab es Demonstrationen und Kundgebungen. Zugleich hielten die wahlkämpfenden Parteien heute ihre letzten Veranstaltungen ab. Beobachtungen dazu von Heiko Raps. Die Zuversicht ist groß bei der SPD am Nachmittag in Duisburg. Die ganze Parteispitze und auch der Kanzler sind da. Für Spitzenkandidatin Barley steht fest: Niemals gehen wir mit den Rechten, mit den Rechtsextremen, mit den Rechtspopulisten zusammen. Und darauf könnt ihr euch bei uns verlassen. Und dann ein Kernthema der Sozialdemokraten. Scholz erteilt einer Erhöhung des Renteneintrittsalters eine Absage und verteidigt den Sozialstaat. Es braucht Zusammenhalt, Respekt für die Leistung vieler Menschen. Auch das gehört dazu. Europa hat nicht nur Rechtsstaat und Demokratie mit erfunden, sondern gerade in Deutschland auch den Sozialstaat, wie Helmut Schmidt sagte, vielleicht mit die größte Errungenschaft, die wir in Deutschland erkämpft haben. Die Außenpolitik holt Scholz auch hier ein. NATO-Soldaten in der Ukraine werde es mit ihm nicht geben.
Auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht ist der Wahlkampf vorbei. Der auf Listenplatz 2 gesetzte Thomas Geisel fordert in seinem Wahlkampf hier in Berlin ein Umdenken bei der europäischen Ukraine-Politik. Das kann doch nicht die Zukunft sein. Das heißt immer mehr Tote, immer mehr Zerstörung und immer weniger Aussicht auf einen stabilen Frieden. Die Waffen müssen schweigen, liebe Freundinnen und Freunde. Die Verhandlungen müssen das Wort wieder haben. Das muss das Signal sein. Die Linkspartei beendete gestern in Potsdam ihren Wahlkampf. Spitzenkandidat Schirdewan fordert den Kampf gegen rechtsextreme und populistische Parteien. Dazu eine neue Sozialpolitik. Diese Kürzungspolitik bedeutet nichts weiteres als Sozialabbau, bedeutet eine unterfinanzierte öffentliche Daseinsvorsorge und bedeutet die Verweigerung, die Zukunft in diesem Land und in der Europäischen Union zu gestalten. Die AfD-Spitzenkandidaten Krah und Bystron sollten nicht mehr im Wahlkampf auftreten, so die Parteispitze. Bystron hielt sich gestern nicht daran und sprach bei einer Veranstaltung in Nürnberg. Beim Abschluss der AfD heute in Karlsruhe wichtigstes Thema: die Migrationspolitik. Eine Seeblockade im Mittelmeer. Das bedeutet, dass die Marine der unterschiedlichen Nationalstaaten dafür im Mittelmeer eingesetzt werden, dass kein Flüchtlingsboot mehr in Europa anlanden kann. Der Europawahlkampf ist vorbei. Morgen wird gewählt. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Europawahl 2024, den Kandidaten und Parteien, finden Sie in unserem Online-Schwerpunkt auf zdfheute.de und dann natürlich morgen ab 17:35 Uhr im ZDF-Wahlstudio. Wie es Europa ergeht, wird auch stark davon abhängen, wie es in Amerika weitergeht, wo ja im November die Präsidentschaftswahlen anstehen. Da kann es nicht schaden, dass sich Joe Biden derzeit gleich mehrere Tage in Frankreich aufhält. Damit beginnen jetzt bei dir die Nachrichten, Heinz. Ja, Joe Biden ist bereits seit Mittwoch in Frankreich. Er nahm auch an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie teil. Heute dann empfing ihn Frankreichs Präsident Macron beim Staatsbesuch mit einer großen Zeremonie am Triumphbogen in Paris. Ein Thema bei einer Pressekonferenz der beiden war Russlands Krieg gegen die Ukraine. Biden und Macron betonten erneut den Willen zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Im Haushaltsstreit hat Finanzminister Lindner von der FDP den SPD-Vorsitzenden Klingbeil kritisiert. Lindner sagte der Bild-Zeitung, die SPD habe einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem Steuererhöhungen und eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgeschlossen seien. Klingbeil stelle dies in Frage. Für höhere Steuern und die Abschaffung der Schuldenbremse müsste er eine Mehrheit jenseits der FDP suchen, so Lindner weiter. Klingbeil hatte in einem Interview Sparvorgaben kritisiert. Man könne nicht mal eben 30, 40 Milliarden Euro aus dem Haushalt raussparen. Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen ist gestern Abend auf einem Platz in Kopenhagen tätlich angegriffen worden. Ein Mann schlug sie. Die 46-Jährige erlitt ein leichtes Schleudertrauma und sei durch den Vorfall schockiert, so ihr Büro. Der Angreifer wurde festgenommen. Sein Motiv ist unklar. Der US-Astronaut William Anders ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Von ihm stammt ein besonders beeindruckendes Foto. Anders machte bei der Apollo-8-Mission 1968 an Heiligabend dieses Bild, Earthrise, der Aufgang der Erde über dem Horizont des Mondes. Ein Foto, das den Blick auf unseren Planeten verändert hat. Der Blick auf unseren blauen Planeten vom Weltall aus führe einem dessen Verletzlichkeit besonders vor Augen, sagen Astronauten. Ähnlich geht es aber auch Tauchern, denen sich in der Unterwasserwelt die ganze Schönheit der Schöpfung offenbart und die Empfindlichkeit dieser unendlich vielen Lebewesen und Organismen. Der heutige Welttag der Meere dient dazu, sich bewusst zu machen, wie gefährdet sie sind. Auch dort, wo man es vielleicht weniger vermuten würde, wie der Bericht von Fabian Köhler und Mollin Ilau zeigt. Plastikmüll dort, wo man ihn eigentlich nicht erwartet hätte. Weit oben im Norden, in Spitzbergen in der Arktis, wo der Mensch selten ist. Der angeschwemmte Abfall besonders verhängnisvoll für eine ohnehin bedrohte Tierwelt.
Ein Forscherteam des Bremerhavener Alfred Wegener Instituts hat den Müll von Spitzbergens Stränden ausgewertet. Wir fahren in die Arktis und stellen fest, dass die Menge von Müll am Meeresboden sich versiebenfacht hat und dass wir sehr hohe Mengen von Mikroplastik im Meereis und im Tiefseesediment finden. Und das ist ein sehr deutliches Alarmsignal, dass wir dringend ins Handeln kommen müssen und die Plastikproduktion drosseln müssen. Nicht nur Mikroplastik bedroht die Meere, sondern auch die immer weiter steigenden Wassertemperaturen. Die pazifische Auster, ursprünglich aus Asien. Inzwischen hat sie sich weit verbreitet. Forscher untersuchen ein Austernriff vor Wilhelmshaven. Der Klimawandel und die dadurch bedingte Erwärmung fördern das rasante Wachstum der Muschel. Geologe Achim Wehrmann entdeckte die Austernart erstmals Ende der 90er Jahre vor Niedersachsens Küste. Die gebietsfremden Arten, die sich hier ansiedeln, kommen alle aus warmtemperierten bis subtropischen Bereichen. Und wenn man weiß, dass sich der Küstenwasserkörper seit Ende der 90er Jahre um ungefähr 2 Grad durchschnittlich erwärmt hat, dann wird natürlich diese Temperaturschwelle immer geringer. Also diese Arten fühlen sich hier immer leichter wohl. Die Wissenschaftler sehen die Austernriffe jedoch nicht als grundsätzliches Problem. Sie bieten auch neuen Lebensraum, erweitern die Artenvielfalt. Trotzdem, der aktuelle Zustand von Nord- und Ostsee zeigt, Ziele, denen man sich auf europäischer Ebene verpflichtet hat, sind noch nicht erreicht. Wir haben noch nicht eine Verbesserung des Zustands unserer Hausmeere erreicht. Und das ist ein großes Problem. Die leiden sogar noch mehr unter Klimawandel, weil sie schneller wärmer werden. Die kalten Winter fehlen, die Hitzewellen sind da. Zu viel Düngemittel landet im Meer, sorgt für Giftalgenblüten, für Quallenblüten. All das zusammen bedeutet, wir müssen mehr machen. Der Nationalpark Wattenmeer, ein Beispiel für erfolgreichen Naturschutz. Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten konnten hier bisher nachgewiesen werden. Doch die Entwicklung auf dem Wasser, wie zunehmender Schiffsverkehr oder der Ausbau von Offshore-Anlagen, ist eng verbunden mit dem Ökosystem Watt. Die Nordsee wird gerade stark industrialisiert. Und da müssen wir eben genau hingucken, wie wir es machen und wo die Grenzen sind. Energiewende muss stattfinden. Es darf aber nicht die Klimakrise gegen die Biodiversitätskrise ausgehandelt werden, sondern es müssen gemeinsame Wege gefunden werden. Dort, wo der Mensch sich dem Schutz verpflichtet, gibt es die Erfolgsmeldungen. Unsere Meere könnten mehr davon gebrauchen. Und jetzt geht es bei dir noch mal weiter, Heinz, zunächst mit einer Meldung vom Sport. Von den French Open. Da ist die Siegerin im Damen-Einzel zum inzwischen bereits 4. Mal Iga Świątek aus Polen. Sie gewann das Finale in 2 Sätzen gegen die Italienerin Jasmin Paolini. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr: 5, 10, 15, 22, 31, 40. Superzahl 9 und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Noch die Wetteraussichten. Morgen im Süden bereits tagsüber Schauer und Gewitter, zum Abend teils Unwetter mit Starkregen. Bei Gewittern auch Hagel- und Sturmböen, 14 bis 23 Grad. In den nächsten Tagen unbeständig mit Regen, am Montag noch im Süden ergiebig. In der Mitte oft trocken bei 14 bis 21 Grad. Das war's im Heute-Journal. Weiter geht's mit dem Sportstudio live von der Leichtathletik-EM in Rom. Und um 0 Uhr gibt es dann die nächste Heute-Express. Und uns gibt's morgen wieder, natürlich mit Berichten zum Ausgang der Europawahl. Bis dahin, auf Wiedersehen. Wiedersehen.